Herzlich willkommen bei Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und in dem Video heute soll es um die Reparatur, die Demontage und Montage einer Frontstoßstange vom Fiat Ducato gehen. Worauf muss man achten? Wo sind welche Stellen, die vielleicht abbrechen können, wo man vielleicht vorher Bescheid wissen sollte? Bleibt dran, ich zeige es euch. Ja, schön, dass du dabei bist. Der Hintergrund des Videos ist, dass ich Kundenschäden hatte, 2 Frontschäden links, rechts. Die habe ich natürlich effektiverweise mit einmal behoben. Erzähle ich ja schon ein bisschen was in anderen Videos dazu, dass man da das ein bisschen effektivieren kann. Das war natürlich auch einmal eine Aktion beim Lackierer. Ich wollte im Vorfeld einfach natürlich schauen, wie kann ich das demontieren, und habe bei YouTube ein bisschen gesucht und habe da aber nichts direkt gefunden, wo detailliert erklärt ist, welches Bauteil von der Frontschürze ist wie befestigt, wo sind welche Sachen zu beachten, wo muss ich wie ziehen, damit ich den Clip nicht zerstöre. Denn eine effektive Reparatur, eine effektive Selbstreparatur auch, ist natürlich nicht möglich, wenn ich die Sachen dabei zerstöre. Ja. Da habe ich mir gedacht, ich dokumentiere meine Reparatur ganz einfach mal ein bisschen und zeige euch speziell die Stellen, wo ich für mich gemerkt habe, oh, das wäre sinnvoll gewesen, das vorher zu wissen, weil es vielleicht kaputt gehen kann oder es da Risiken gibt oder es auch die ganze Sache schwerer macht, wenn man es nicht weiß. Ne? Daher lasst uns das gemeinsam anschauen. Ich zeige euch das ein bisschen und hoffe, ich kann dem einen oder anderen helfen, dass es erstens leichter zu reparieren ist und zweitens vielleicht der eine oder andere Clip ganz bleibt. Bis gleich. Da ich bei der Demontage festgestellt habe, dass es doch die eine oder andere Stelle gibt, die knifflig ist, wo man vielleicht besser vorher weiß, wie man zieht, in welche Richtung man zieht, ohne dass man was kaputt macht, und wo welche Schraube vielleicht noch versteckt ist, habe ich mich dann entschieden, bei der Montage das Ganze zu dokumentieren. Daher seht ihr jetzt gleich die Montage, aber ich denke mal, ihr könnt die Informationen ja trotzdem daraus ziehen, wo welche Schraube ist, wo welcher Clip ist, was für euch interessant ist und was vielleicht ein Vorteil ist. Das ist jetzt der Stand, wie ich vom Lackierer kam, denn wenn ihr das Fahrzeug nochmal bewegen möchtet, zum Lackierer zum Beispiel oder zurück, dann müsst ihr Lampen und Kennzeichenhalter dafür natürlich wieder montieren. Hauptsächlich wird der Torx T30 benötigt und an der einen oder anderen Stelle Kreuzschraubendreher. Die Scheinwerfer sind mit 2 Schrauben befestigt, eine im vorderen Bereich sichtbar, eine im hinteren Bereich, eine längere Schraube. Aufpassen, dass die nicht runterfällt, und da wichtig, Stecker lösen, wie beschrieben. Hier ist die untere Fixierung des Scheinwerfers zu sehen. Hier sieht man einen Riss, der beim Demontieren entstanden ist. An dieser Stelle der Ecke muss man nämlich ziehen, da ist nichts Geschraubtes, sondern gedrückt oder gequetscht ist das Material dort. Und wenn man dann falsch zieht oder zu viel zieht, wie man sieht, können Risse entstehen. Also da muss man aufpassen. Hier sieht man jetzt die markierte Stelle, wo ihr nichts mehr zu schrauben habt, sondern wo ihr die Ecke abziehen müsst. Die ist dort eingequetscht. Da müsst ihr ganz vorsichtig sein, sonst entsteht da derselbe Riss wie bei mir. Das sind 2 wichtige Schraubpunkte. Die obere Schraube ist von innen zu demontieren oder montieren gut zu sehen. Die untere, dafür müsst ihr die Radkastenverkleidung entweder komplett demontieren oder den unteren Teil, den ihr demontieren müsst, wegdrücken, den Arm reinstecken und dann mit ganz viel Gefühl die Schraube montieren und demontieren. Ist möglich, ist aber ziemlich frickelig. Solltet ihr neue Karosserieteile bestellen müssen, ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, ob die Clips dabei sind, beziehungsweise dass ihr die alten nicht wegwerft, die müsst ihr mit übernehmen. Der Kühlergrill ist am schwierigsten zu montieren und demontieren, denn wie ihr seht, gibt es Clips im oberen Bereich des Grills, die gerade weg nach vorne abgezogen werden müssen, beziehungsweise der Grill muss gerade drauf gesteckt werden. Und im unteren Bereich gibt es Nasen und Halter, die von oben eingesteckt und auch nach oben rausgezogen werden müssen. Da ist die Gefahr sehr groß, dass was kaputt gehen kann, und es ist auch nicht so einfach zu montieren und demontieren. Gibt natürlich noch die verschiedensten Stellen, wo Radkästen und Unterbodenverkleidung mit den Fronten verbunden sind, aber das ist eigentlich ersichtlich, wenn man dann nachschaut. Die habe ich nicht zwingend alle markiert.
Grundsätzlich habe ich sowieso nicht alle Schrauben markiert, sondern hauptsächlich die, wo es Probleme geben kann und die man wissen sollte. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Der eine oder andere hat eine Stelle entdeckt, die ihm hilft, vielleicht einen Defekt zu vermeiden oder ganz einfach auch schneller zu sein. Ne? Wenn man selbst nicht suchen muss, ist es ja schon mal was wert. Ja? Wie ihr gesehen habt, habe ich die Reparatur ja zum Großteil selbst gemacht. Natürlich extern lackieren lassen, aber den Rest habe ich selbst gemacht. Das ist auch immer so eine Empfehlung von mir. Wer die anderen Videos schon geschaut hat oder gerade bei dem Video erkläre ich näher, wie man das natürlich vermiettechnisch effektiv gestalten kann. Das ist bei Privatschäden natürlich auch eine Sache, aber bei der Vermietung ist es ja so, dass man versucht, auch wirtschaftlich zu sein. Und da kann es natürlich von Vorteil sein, wenn man gewisse Sachen selbst macht. Ist nicht für jedermann das Richtige oder der eine oder andere will es oder kann es nicht. Grundsätzlich ist es aber von mir eine Empfehlung, um wirtschaftlich vermieten zu können. Denn wenn man alles aus der Hand gibt, dann hat man nur Aufwand und Aufwand ist Minus, Fahrerei und so weiter. Ja, von daher kann es effektiv sein, gewisse Sachen selbst zu machen. Und es ist kein Hexenwerk, gerade wenn man weiß, an welcher Stelle was sitzt, worauf man achten muss. In dem Sinne, ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, zukünftig bei den weiteren Videos dabei seid und sendet mir ruhig auch mal einen Kommentar. Ich freue mich. Ne? Habt eine schöne Zeit. Wir hören und sehen uns. Bis dann.